Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Drohnenaktien nach einiger Zeit wieder an. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan, vor allem im Kursbild. Ja, wir hatten eine beachtliche Rallye gesehen in den letzten Monaten, jetzt so ein bisschen einen Kursrücksetzer und da werden wir das Ganze mal einordnen, was es denn so bedeutet. Sind wir denn immer noch im Bullenmarkt? Was erwarte ich für die nächsten Monate? Wir schauen uns auch mal so ein bisschen die Zahlen oder allgemeine Zahlen vom Markt an und dann natürlich auch nicht nur die Drohnenhersteller, sondern auch die Drohnen wieder vom Himmel holen, also der Drohnenabwehrmarkt, da werden wir natürlich auch einen Blick drauf werfen. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt, noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Das ist ganz, ganz wichtig. Schaut euch immer die Aktien natürlich selber an. Ja, das ist wirklich das Wichtigste, was man hier am Aktienmarkt machen muss. Und wir gehen auch gleich schon rein in die erste Aktie. Das ist die Aktie von AeroVironment, auch einer der größeren Player, wenn man es mal so sagen möchte. Und hier gab es auch einen heftigen Kursrücksetzer, die Aktie fast 50% vom Hoch runter gegangen hier im Chart, also doch schon sehr, sehr beachtlich. Und es liegt mitunter daran, dass die Quartalszahlen jetzt zweimal hintereinander deutlich schlechter waren als erwartet, vor allem beim Gewinn. Der Umsatz war mehr oder weniger, wie es erwartet wurde, und das hat die Aktie doch erheblich nach unten geschickt. Und wenn wir uns mal so die Charttechnik anschauen, dann sehen wir hier im Wochenchart, sind wir jetzt unter den gleitenden Durchschnitten. Das ist per se eigentlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Wir sind aber hier an dieser wichtigen Unterstützungszone, so bei um die 225 US-Dollar, wo der Kurs schon ein paar Mal gedreht hat in der Vergangenheit, hier als Widerstand und hier tatsächlich auch als Unterstützung. Deswegen ist diese Marke tatsächlich so wichtig, und sollten wir hier nicht drunter fallen, ist alles gut. Dann bin ich immer noch in dem Lager, dass wir hier erstmal natürlich in diese Range verharren, ja, bis hier auf dem Top bei ungefähr so ein bisschen mehr als 400 Dollar. Das ist so das erste Kursziel, was ich hier bei AeroVironment so für die nächsten Monate dann erwarte, dass wir uns erstmal hier so seitwärts bewegen. Denn die Aktie ist tatsächlich ein bisschen teuer, und ich gebe mal in den anderen Chart, hier in den richtigen, wo wir auch die Fundamentalkennzahlen sehen, und hier seht ihr das auch noch ein bisschen deutlicher. Die Aktie hat ein Kursumsatzverhältnis von 10 und kommt von einem deutlich höheren Kursumsatzverhältnis, was natürlich an der Stelle auch ein bisschen überbewertet war, aber da hatten wir eben so ein bisschen einen Hype drin, und das eben bauen wir gerade aktuell oder haben es eigentlich auch schon gut abgebaut. Ja, nichtsdestotrotz sehen wir auch Umsatzwachstum, ja, das ist dann definitiv auch das Wichtigste oder mit einer der wichtigsten Faktoren, worauf ich bei Aktien achte. Das Umsatzwachstum ist etwas rückläufig, ja, aber ich denke, dass der Aktienmarkt oder generell der Drohnenmarkt auch in den nächsten Jahren noch wachsen wird. Und wenn wir uns hier mal Zahlen zu Gemüte führen, dann sehen wir ein jährliches Wachstum beim Drohnenmarkt von ungefähr so 15-20%. Aktuell, also heute im 2025, ist der Markt ungefähr 35 Milliarden Dollar wert, oder schwer, um es mal so zu sagen, und der soll sich ungefähr bis 2030 und darüber hinaus ungefähr verdreifachen. Also schon eine sehr, sehr starke Wachstumsrate, die hier prognostiziert wird. Tatsächlich, die Wachstumsrate ist bei den beim Drohnenabwehrmarkt doch wesentlich höher. Hier haben wir zwar also nominal kleinere Zahlen, ja, wir haben nur 3 Milliarden Marktvolumen beim Drohnenabwehr. Im Drohnenabwehrbereich, aber der soll auch ungefähr auf die 15 Milliarden Dollar dann bis 2030 und darüber hinaus wachsen. Das entspricht ungefähr einer jährlichen Wachstumsrate von 25-30%. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn der allgemeine Markt schon gut wächst. Dann werden die einzelnen Hersteller hier in dem Bereich, und da gibt es ja viele, nicht nur die namhaften Rüstungshersteller, sondern eben auch die kleineren wie DroneShield und Electro-Optic Systems, die wir auch später in einem Video noch anschauen werden. Da gab es ja auch einige heftige Kursbewegungen, sieht aber mittlerweile wieder ganz gut aus, das kann ich an der Stelle auch schon sagen. Aber nichtsdestotrotz bei AeroVironment möchte ich auf jeden Fall mal sagen, dass wir hier jetzt an einer wichtigen Marke sind, ja auch in der 200-Tage-Linie, gleichzeitig hier bei 240 Dollar. Das andere, was ich hier gezeigt habe, war Eurochart hier bei dem, und deswegen sollten wir da drunter nicht fallen, weil sonst ändert sich das gesamte Bild von der Aktie, und ich werde tatsächlich dann ein bisschen bärisch, weil dann braucht es ein bisschen mehr, um hier wieder nach oben zu kommen. Und tatsächlich auch, was mir nicht gefällt, und da würde ich auch dann tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise abwarten, vielleicht mit Investments, ist vor allem die Bruttomarge, die hier deutlich zurückgegangen ist, und das ist das, was wir definitiv nicht sehen wollen. Auch hier Nettogewinnmarge und auch die freien Cashflows negativ, die Verschuldung ist nach oben gegangen. Also fundamental eigentlich eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen und wo ich eigentlich immer noch von der Aktie abraten würde aktuell. Und mal schauen, wo die Reise hingeht.
Und ja, ich glaube, also das Upside-Potenzial ist definitiv nach oben begrenzt. Downside-Potenzial nach unten ist nicht ausgeschlossen. Deswegen wäre ich hier erstmal sehr, sehr vorsichtig an der Stelle. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie und das ist die Aktie von Kratos. Die sieht ein bisschen anders aus, tatsächlich ein bisschen besser. Wir sehen es auch hier am Chart. Wenn wir mal in den Wochenchart gehen, sehen wir eigentlich immer noch eine bullische Konsolidierung hier auf hohem Niveau. Sind es aktuell bei $75, halten uns hier so in dieser Range, die ich mal eingezeichnet habe. Und sollte der Markt drehen, haben wir, glaube ich, hier eine komfortable Ausgangssituation, hier die Allzeithochs wieder anzulaufen. Wir sind natürlich auch hier relativ teuer mit einem Kursumsatzverhältnis von 10, aber ja, die Quartalszahlen waren zumindest stabil, beziehungsweise besser als erwartet und das hat eben den Ausschlag gegeben, dass womöglich eine Kratos nicht ganz so krass nach unten ja, in den Boden gerammt wurde, wie jetzt zum Beispiel eine AeroVironment. Aber auch hier muss ich sagen, ja, die Fundamentalkennzahlen gefallen mir tatsächlich nicht ganz so gut. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Schwung gewünscht, dass wir jetzt in den letzten 2 Quartalen auch mal einen positiven Trend sehen. Das fehlt mir bei der Aktie tatsächlich und gleichzeitig sind wir teuer bewertet. Das heißt, wenn das Market-Sentiment allgemein dreht, also die Stimmung am Markt für Drohnen allgemein dreht oder Verteidigung, dann kann es auch ganz schnell nach unten gehen, weil eben diese hohen Bewertungen dann nicht mehr bezahlt werden und die Aktie dementsprechend dann auch hier ein hohes Fallrisiko hat. Also ich werde tatsächlich bei den Aktien ein bisschen vorsichtig und wir schauen uns mal die nächste Aktie an. Das ist XL Technology. Ein bisschen, natürlich ein kleineres Unternehmen, klar, ein bisschen auch spekulativer. Bei XL Technology ist allerdings so ein bisschen auch so ein Börsenliebling, kann man fast schon sagen. Und im französischen Index, eine französische Firma, ist man eigentlich ganz gut gelaufen in den letzten Monaten. Man sieht es hier ja auch am Chart. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jetzt kurzfristig zumindest sind wir gerade am Versuch dabei, diesen Aufwärtstrend zu etablieren. Und ich hoffe, dass wir hier zumindest mal wieder in die Richtung 100 Euro laufen, weil dann können wir auch mal davon reden, dass wir wieder auf Richtung Allzeithoch, also 130 Euro laufen. Analysten von Bernstein haben jetzt XL in ihre Liste aufgenommen der Favoriten. Das ist schon mal sehr, sehr bemerkenswert, beziehungsweise natürlich positiv, wenn ein Unternehmen dann auch auf eine Investitionsliste oder eine, sagen wir mal, Empfehlungsliste oder Favoritenliste von Analysten kommt. Also hier auch von der Seite Rückenwind und nichtsdestotrotz, ja, auch hier natürlich relativ hohe KGVs. Klar, das sind noch kleine Unternehmen, die noch nicht viel Gewinn machen. Man muss hier allerdings auch wissen, dass es entsprechend riskante Investments sind. Klar, das ist auch kleine Aktien, Marktkapitalisierung von hier 1,5 Milliarden Euro ist nicht viel. Da setzt man eher vermehrt darauf, dass man eben entsprechend auch Wachstum generiert. Aber nichtsdestotrotz ist es sicherlich eine interessante Position aktuell, wenn man sich so ein bisschen einen engen Stop-Loss setzt, könnte man hier eventuell noch einsteigen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber sollte der ganze Markt wieder in Schwung kommen und sollten hier dann die Aufträge auch kommen, jetzt vermehrt, dann könnte es durchaus wieder Richtung Allzeithoch und vielleicht darüber hinausgehen, jetzt nicht nur für XL Technologies, sondern allgemein hier in dem Bereich. So, kommen wir mal zu Red Cat Holdings. Red Cat hat es auch ziemlich ja, gebeutelt, sagen wir mal, in den letzten Wochen. Ja, das hat so ein bisschen Gründe, interne Gründe, Managementumbau. Das hat so ein bisschen, ja, die Aktie, ja, kann man sagen, doch auch durchaus ein bisschen belastet. Aber auch hier bin ich immer noch sehr, sehr bullish. Ich bin hier auch ja investiert. Man hatte die Partnerschaft mit Palantir. Man ist im Pentagon schon mit einem Auftrag vertreten. Also man hat dann einen Fuß in der Tür. Und ja, im Prinzip ist die Aktie nur einen großen Auftrag davon entfernt, eine große Meldung, hier auch dann entsprechend wieder in Richtung Allzeithoch zu laufen, also in Richtung $15 und darüber hinaus. Und auch hier reden wir natürlich von einem sehr, sehr kleinen Unternehmen, 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Und da finde ich eben diese Marktstellung, die man hat mit den starken Partnerschaften, finde ich da doch schon wirklich ziemlich stark. Und von dem her, ja, bleibe ich auf jeden Fall investiert. Ich kaufe es allerdings auch nicht nach an der Stelle, möchte ich sagen, weil ich schon eine ganz ordentliche Position habe. Aber auf diesem Niveau aktuell würde ich tatsächlich sagen, ist die Aktie dennoch interessant, weil ich glaube langfristig an die Aktie und für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie dann wieder hier auch im Bereich von $15 kommt. Und das ist ja schon auch ein
ordentlicher Prozentsatz, sind 90%, fast 100%, die man da in Kurssteigerung mitnehmen kann. Aber also ihr seht, wie volatil das ist normal für so kleine Small-Cap-Aktien. Von dem her ist Red Cat interessant und der Aktie würde ich auch weiterhin, die würde ich auch weiterhin auf der Watchlist zumindest haben. So, gucken wir uns als nächstes mal Ondas an. Die Ondas Holdings auch sehr, sehr gut gelaufen. Die hält sich tatsächlich, wenn wir uns nur mal den Chart anschauen, noch mit am besten von all den Drohnenaktien. Und wenn ich mir hier das so anschaue, den Tageschart, dann wird es mich nicht wundern, wenn man hier auch dann in der nächsten Woche dann als Weihnachtsgeschenk quasi hier drüber hinausbricht, in Richtung Allzeithoch, Richtung 11 US-Dollar läuft. Also hier läuft es tatsächlich ziemlich gut. Man hat Übernahme und Kurssprung gehabt in der Aktie. Man hat die Übernahme von Roboteam abgeschlossen und dort einen neuen COO ernannt. Das kam an der Börse ziemlich gut an und das sieht man eben hier auch. Ja, also die Börse ist hier, was die Aktie betrifft, positiver gestimmt als jetzt zum Beispiel bei Red Cat. Das sieht man einfach nur daran, dass wir hier diesen Aufwärtstrend gerade dabei sind fortzusetzen. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten im Tageschart, im Wochenchart. Das ist natürlich der übergeordnete Trend. Ist es auch immer noch sehr, sehr bullish. Also diese Konsolidierung, die wir haben, die haben wir relativ schnell, diesen Drucksetzer haben wir relativ schnell wieder abgebaut und das ist tatsächlich ein Zeichen von Stärke, gerade auch im Vergleich zu den anderen Aktien, die wir jetzt hier besprechen oder teilweise schon besprochen haben, dann ist es natürlich hier tendenziell positiver. Nichtsdestotrotz auch hier noch keine Gewinne, ja, man ist gut dabei, den Umsatz zu steigern, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dementsprechend natürlich auch hier mit Risikokapital nur reingehen, wenn man das möchte. Die Verschuldung ist auf jeden Fall negativ, also man hat Cashbestände übrig, das ist sehr, sehr gut. Das ist gerade besonders wichtig für solche Unternehmen. Von daher bin ich da recht positiv gestimmt, was Ondas angeht, dass man hier auch relativ bald in 2026 dann ein neues Hoch sieht und dementsprechend dann auch, ich würde sagen, bald ein neues Allzeithoch. So, kommen wir mal zu Parot und Parot, ja, auch eine relativ starke Korrektur und gefällt mir charttechnisch tatsächlich gar nicht mal so gut. Wir haben es jetzt nicht geschafft, hier im Wochenchart die 20-Wochen-Linie zu halten, obwohl wir da ein paar Mal drüber gestoßen sind. Und das ist tendenziell ein schlechtes Zeichen. Vor allem auch hier im Tageschart sehen wir sind unter den 200 Tagesdurchschnitt. Hier die 50er-Linie macht einen Death Cross, also das ist normalerweise ein Verkaufssignal. Und ich habe die Aktie tatsächlich auch aus meinem Depot verkauft jetzt mittlerweile. Weil mir eben dieses Chartbild nicht gefällt und normalerweise, wenn der Aktie so gut gelaufen ist und sich dann so schwer tut, dann sieht die erstmal nochmal tiefere Regionen und klar, es ist vielleicht auch so eine Aktie gewesen, die ein bisschen aber mit dem Hype in der Welle mitgeritten ist und so, wenn dann hier die Aufträge nicht kommen, die Nachrichten, die großen Schlagzeilen, sage ich mal, dann wird das auch mit der Zeit dann wieder abgebaut. Das heißt, auch hier wäre ich zumindest vorerst mal vorsichtig, weil hier die Tendenz, zumindest wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher sagen, dass die Aktie nach unten geht, als jetzt hier die Chancen nach oben bestehen. Also das Chance-Risiko-Verhältnis ist hier in dem Fall, was das angeht, negativ für mich. Klar, bei der Bewertung müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel drauf hinausgehen, weil eben ja die Impulse fehlen und von dem her glaube ich, dass wir hier bei Parot erstmal ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ja, Dragonfly, da bin ich immer noch investiert und hätte mal Gewinne mitnehmen sollen. So ist es halt manchmal, gell? Also Gewinnmitnahmen haben noch nie jemanden arm gemacht. Das ist auch das, was ich immer ganz gerne mit auf den Weg geben möchte, dass wenn ihr mal dreistellig Gewinn habt, dass ihr vielleicht auch mal so einen Einsatz zumindest rausnimmt. Aktuell sieht die Aktie tatsächlich wieder gut aus. Ich hatte hier so ein bisschen Bedenken, wenn man dann mal ein bisschen reinzoomen, dass wir hier, weil es dann doch sehr, sehr bärisch aussah, dass wir hier die 200-Tageslinie getroffen hätten. Das wären auch nochmal 20% von dem Niveau gewesen. Und von dem her, wir haben hier eigentlich so gut wie keine Unterstützung gehabt, keine signifikante, also sind hier relativ schnell durchgebrochen. Und das ist eigentlich ein charttechnisches Signal dafür, dass die Aktie hier gar nicht mal so viel Stärke hat, also dass das Kaufinteresse nicht so da ist. Das ist das, wie man es eigentlich hier übersetzen kann, dieses Bild, weil diese Charts, also die Kerzen und so, die sprechen ja eine Sprache. Ja, wenn hier viel Kaufinteresse gewesen wäre, dann wäre die Aktie hier, hätte sie sich hier oben weiter gehalten und wäre nicht durch die gleitenden Durchschnitte als Unterstützung durchgebrochen. Jetzt hier allerdings muss ich sagen, gefällt es mir tatsächlich wieder ganz gut und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche dann entsprechend auch nochmal ein bisschen nachlegen können.
dass wir auch definitiv wieder in Richtung 9 US-Dollar laufen. Das wäre wirklich wichtig, weil sonst kann es gut sein, dass wir hier nochmal nach unten laufen und dass es hier dann so ein bisschen wie so ein absteigendes Dreieck aussieht, was normalerweise ein bärisches Signal ist und das dann in dem 2/3 der Fälle nach unten durchbricht. Das heißt, charttechnisch wäre hier ein bisschen vorsichtig, obwohl es Umsatzzuwächse gibt und das ist ja wirklich ziemlich gut bei Dragonfly. Wenn wir uns mal die Umsatzentwicklung hier mal anschauen, dann sehen wir, im Vergleich zu den letzten Quartalen hat man die Umsätze leicht gesteigert. Es sind immer noch sehr, sehr kleine Unternehmen, aber ich finde auch bei Dragonfly ganz gut, dass man auch entsprechende Gespräche führt. Also man ist da mit dabei, man hat Chancen auf Aufträge und dementsprechend glaube ich, dass die Aktie sicherlich ein bisschen riskanter ist, aber auch gleichzeitig ganz gute Chancen hat, hier dennoch ganz gut zu performen, auch über die nächsten Jahre, weil man eben schon auch sehr, sehr lange am Markt ist. 1998, habt ihr ja gerade gesehen, vielleicht ist die Firma hier entstanden und deswegen hat man hier auch schon wirklich eine Expertise aufgebaut, was natürlich in dem Bereich von Regierungsaufträgen auch sehr, sehr wichtig ist. So, ansonsten zur Verschuldung, das kann man vielleicht noch sagen, das ist auf jeden Fall ziemlich positiv, dass man hier ein ordentliches Cash-Volumen noch hat. Ja, ansonsten muss man mal schauen, was die nächste Woche so bringt. Grundsätzlich sehen wir ja sehr, sehr starke Kurssteigerungen und ich hoffe, dass es Anfang der nächsten Woche so anhält und dann glaube ich auch, dass wir wieder entsprechend die alten Hochs sehen dürften bei den Aktien. So, gehen wir mal weg von den eigentlichen Drohnenhersteller hin zu den Komponenten. Und da haben wir unter anderem die Unusual Machines. Unusual Machines bringe ich auch, oder ja, habe ich auch immer wieder dabei und bin ich auch selbst investiert, eigentlich mehrheitlich aus einem Grund, weil ein Sohn von Donald Trump im Board sitzt und das ist für mich eigentlich ausschlaggebend genug dafür, dass die Aktie eigentlich nicht schlecht performen kann. Nee, also man macht ja hier, also man ist Zulieferer und man hat jetzt tatsächlich auch, und das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, man wurde ausgewählt für einen Armeeauftrag, für ein Programm der US-Army und das ist eben ein sehr, sehr positives Zeichen, dass hier entsprechend auch Umsätze reinkommen werden in das Unternehmen und auch hier glaube ich, dass wir ganz gute Chancen haben, dass wir nicht tiefer fallen, als jetzt hier der Aktie dieses Zwischentief gesetzt hat, bei um die zwischen 7 und 8 Dollar. Und dass wir auch in 2026 ganz gute Chancen haben, wieder hier nach oben zu laufen. Also hier bin ich tendenziell recht bullisch eingestellt und es ist ja ein Zulieferer. Das heißt, die Kunden sind jetzt nicht oder das Unternehmen ist nicht von einzelnen Aufträgen abhängig, von Regierung oder von Armee, sondern man beliefert eben mehrere Kunden und da ist man breiter aufgestellt. Und deswegen finde ich das eigentlich recht interessant, was das angeht. So, gehen wir mal weiter zu Drone Shield und Drone Shield ist ja auch sehr, sehr spannend gewesen in der letzten Zeit und wenn wir uns mal gehen wir mal in den Euro-Chart und hier sehen wir, ja, die Aktie hat es wirklich nach unten gerissen, ja, das Management hat Aktien verkauft, dann ein Rücktritt vom Amerika-Chef, hat die Aktie alles sehr, sehr belastet. Ein Auftrag, der also eine Meldung eines Auftrags, der zurückgeholt wurde, als falsch am Ende sich rausgestellt hat. Das war alles wirklich, ja, man kann es eigentlich sagen, nicht ganz koscher an der Stelle. Also ich habe da auch ein bisschen Bedenken gehabt. Ich bin dann hier auch zwischendrin mal raus, bin dann aber hier wieder bei 1 Euro eingestiegen, weil, ja, fundamental sieht es ja am Ende doch ganz gut aus tatsächlich und es ist eben nur die Charttechnik, die jetzt so ein bisschen der Aktie noch Probleme bereitet. Sollten wir aber jetzt hier in Richtung 1,70 Euro steigen, Richtung 1,80 Euro, dann glaube ich, dass wir hier auch ganz gute Chancen haben, wieder diesen Aufwärtstrend zu etablieren und dann auch mal wieder in Richtung 3 Euro zu laufen. Man baut ja die Produktionsstätte in Europa aus und ich glaube nicht, dass man das machen würde, wenn man da nicht schon in tieferen Gesprächen wäre, die jetzt auch sicherlich noch nicht an die Öffentlichkeit dringen. Also da passiert ja viel hinter geschlossenen Türen, bis dann die Aufträge auch wirklich vermeldet werden. Und deswegen glaube ich, dass Drone Shield sicherlich immer noch Chancen hat. Ich habe meine Position auf jeden Fall reduziert nach der ganzen Geschichte, weil ich doch so ein bisschen Vertrauen verloren habe tatsächlich. Und habe das dann einfach in andere Bereiche umgeschichtet, auch andere Branchen tatsächlich. Also ich habe mich da auch ein bisschen andersweitig dann orientiert und habe da auch entsprechend so meine Investition so um 50% zurückgefahren an der Stelle.
Ja, ansonsten, ja, natürlich, DroneShield ist eine sehr, sehr teuer bewertete Aktie. Ihr seht hier ein KUV von 24, das ist schon sehr, sehr üppig. Also die Aktie, das kann man auch durchaus sagen, ist schon ein bisschen gehypt. Vor allem hier oben war es wahrscheinlich auch einfach viel krass zu teuer. Von dem her müssen wir mal sehen, wenn jetzt natürlich Nachrichten gut sind und die Aktie wieder einen Schub nach oben bekommt, dann glaube ich auch, dass hier tatsächlich sehr, 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 sehr viel drin ist. Man weiß nie, wie die Börse dann plötzlich die Aktien wieder nach oben jubelt. Aber grundsätzlich, ja, müssen wir mal schauen, wie es wird. Ich bin grundsätzlich immer noch bullish, aber habe so ein bisschen das Risiko reduziert in Form von der Investitionsgröße, die ich da in der Aktie jetzt noch habe. So, Electro-Optic Systems sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Und ja, was kann man sagen? Im Grunde das Wichtigste ist eigentlich ja, dass man, darüber spreche ich ja jetzt schon die ganze Zeit, dass man eben Aufträge bekommt. Und das ist eben jetzt der Fall gewesen, dass man eben die Nachricht des Monats, kann man fast schon sagen, einen 80 Millionen Dollar Auftrag, US-Dollar-Auftrag für High-Energy-Laser-Weaponsysteme, wahrscheinlich aus Südkorea wird vermutet. Und das hat der Aktie natürlich einen ordentlichen Schub nach oben gegeben. Jetzt auch heute am 19. glaube ich auch eine Meldung über einen weiteren Auftrag aus Nordamerika im Wert von ja auch so rund 20 Millionen US-Dollar für ferngesteuerte Waffensysteme. Also das Auftragsbuch ist prall gefüllt. Man hat 400 Millionen australische Dollar, das sind ungefähr, sagen wir mal so 300 Millionen US-Dollar Auftragsbestand bei einer Marktkapitalisierung ist, ja, von 1,4 Milliarden australische Dollar, also 400 Millionen australische Dollar Umsatz, kann man hier ganz gut in Relation setzen. Das ist ein KUV von 3. Das finde ich jetzt an der Stelle, wenn man das mal umrechnet, also die Auftragsbücher, wenn das alles wirklich als Umsatz kommt, dann ist die Aktie tatsächlich gar nicht so teuer bewertet, wie sie jetzt hier mit dem KUV von 19 ausschauen mag. Und dementsprechend performt die Aktie auch wirklich gut. Und für mich wird die Aktie noch dieses Allzeithoch hier erreichen. Und dann wird es sich entscheiden, ob wir hier dann ja, ein neues Allzeithoch machen. Ich denke, das wird das Kritische. Ja, auch charttechnisch ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über die, sagen wir mal, 11 australische Dollar sehen. Und dann glaube ich, dass hier auch nochmal Kaufsignale getriggert werden. Wir haben auch die Quartalszahlen, die hier am 4. März dann kommen. Ist natürlich noch ein bisschen weit, aber sollte man auf dem Schirm haben, ganz klar. Und dementsprechend, ich bin investiert, habe aber ja, zu weit oben hier gekauft. Ich glaube, ich bin wieder bei plus minus 0. Ich glaube aber, dass das Electro-Optic Systems in den nächsten Jahren ganz gut performen wird. Und dementsprechend, ja, bin ich da recht zuversichtlich, was das angeht. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Hype. Das wird mich sehr freuen und den Kanal unterstützen und natürlich ein Abo. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.